Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem neuen Speedset, neues Event geht an den Start und natürlich auch neues Wochenend-Event und minimale Patch Notes. Das neue Speedset heißt Botanist Musician und ja, ist mehr wieder so ein modernes Set, kann auch ein bisschen ranzoomen, aber ja, ist wieder Geschmackssache halt. Ich finde, von den Farben her hätte es wieder deutlich abwechslungsreicher sein können. Nicht, dass jetzt mehrfach die gleiche Farbe vorkommt, das eigentlich eher weniger, aber ja, keine Ahnung. Ich finde irgendwie, manchmal ist die Farbauswahl so ein bisschen komisch. Also wir haben quasi hier lila, dunkelblau, dann, keine Ahnung, was ist das, Magenta und noch Pink, also es sind dann wieder 4 Farben und hier Pink-Blau, hellblau, also wo ist Rot zum Beispiel oder so ein Gelb, fehlt komplett. Keine Ahnung, manchmal finde ich die Farbauswahl ein bisschen strange, wenn halt 4 oder 5 Sets aus der gleichen Farbgruppe genommen werden. Nur halt ein bisschen andere Helligkeit oder whatever. Aber ist auch egal. Jedenfalls, das ist das neue Speedset und ist ab jetzt im Cache verfügbar. Dann haben wir ein neues Wochenend-Event. Das ist das Piercing Chance Waffen-Event. Also erhöhte Chance, eure Waffe erfolgreich zu sockeln. Auf Englisch Piercing. Und startet am Freitag 0 Uhr, wie immer, 8. August und geht dann bis Sonntag 23:59 am 10. August. Genau, dann noch die Patch Notes. Ja, es ist eigentlich nicht so wirklich was Krasses. Fix an issue where couple partners could summon a flying partner to a non-flying area using couple teleports. Ja, schlimmes Problem. Gut, dass das gefixt wurde. Fixed an issue where equipping or unequipping a costume with plus 0% speed blessing would remove speed debuffs. Auch interessant. Sag ich mal, auch für die meisten Leute wahrscheinlich eher im PvP relevant gewesen, wenn überhaupt. Oder, ja gut, ich meine vielleicht auch im PvE. Aber es ist wieder sowas Spezielles und ich habe davon tatsächlich noch kein einziges Mal gehört. Also scheint es nicht allzu weit verbreitet gewesen zu sein. Und fixed issue where characters below level 15 could still access Darken 1 and 2 despite the minimum level requirement. Also auch nichts wirklich weltbewegendes. Und general changes the minimum level requirement to be inside of the dungeons Decane Mine, Vulcane und Herneos is now enforced. Spielt eigentlich auch keine so große Rolle, würde ich sagen. Und dann haben wir noch das große 2025 Vacancy Event. Warum groß? Es geht bis zum 18. September. Das heißt, über einen Monat bis Mitte September von heute, 7. August. Das ist schon sehr lange. Das ist zu lange, meiner Meinung nach. Ich finde, die Events sollten nicht so lange gehen, weil es einfach null Abwechslung bringt. Schon mal ein großer, ja, negativer Punkt irgendwo. Dass halt dann entsprechend weniger neue Events kommen. Und wenn halt Leute mit dem Event nicht zufrieden sind, müssen sie damit halt über einen Monat lang leben. Und das ist natürlich grundsätzlich eher nicht so gut. Wenn du öfter wechselst, klar, dann laufen auch gute Events nicht so lange. Und Leute profitieren nicht so gut von den guten Events. Aber schlechte Events, da tut es halt umso mehr weh, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall, ab Level 20 kann man einen Event-Dungeon betreten, wo man XP und Belohnungen bekommt. Den Dungeon kann man über den NPC Anna betreten, der sich in jeder Stadt befindet. In Flaris zum Beispiel steht sie am Aufzug in der Mitte, in Zentral-Flaris. Dann gibt es, also es ist ein Solo-Dungeon, 3 verschiedene Schwierigkeiten, abhängig vom Character-Level, Level 20 bis 60, 61 bis 100 und 101 und höher. Man kann den Dungeon über ein Portal verlassen, aber kommt dann nicht mehr rein. Die Dungeon-Level-Schwierigkeit wird automatisch festgelegt, kann man also nicht aussuchen. Man kann nur einmal reingehen pro Tag und das Ganze wird um 0 Uhr Server-Time geresettet. Die Monster, die man im Dungeon besiegt, können Softshell Crab droppen. Können bezieht sich darauf, dass die Event-Crapper-Monster, die sich im Dungeon befinden, eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass sie es droppen. Und Violet Crapper droppt immer zu 100% 5 von den Softshell Crab. Und in der Softshell Crab, das ist quasi eine Lucky Box, befinden sich die verschiedenen Katalysten, oder Katalysatoren auf Deutsch, die man braucht zum Upgraden. Da gibt es die Low-Katalysatoren, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit und die, Anführungszeichen, guten Katalysatoren
mit einer niedrigen Schwierigkeit. Außerdem auch das Power-Up Crab Meat ist wieder am Start. Gab's schon mal. Und beim NPC Anna kann man dann Folgendes kaufen für 10.000 Penya: Red Seashell, Yellow Seashell und Blue Seashell. Und wofür braucht man das? Das braucht man, um es mit den Katalysatoren, die man aus der Softshell Crab bekommt, zu upgraden. Also einfach gesagt, diese Sachen hier sind Upgrade-Items wie Rüstungen zum Beispiel oder Waffen. Und die Katalysatoren sind letztendlich unsere Power Dice. Und das sind die folgenden Wahrscheinlichkeiten, abhängig der Katalysatoren, die man benutzt, um das Ganze zu upgraden. Das Ganze geht bis plus 10, wie gesagt, wie bei Rüstungen. Also die Seashells kann man bis auf plus 10 upgraden, mit Hilfe der Katalysatoren. Und die guten Katalysatoren haben halt eine bessere Wahrscheinlichkeit als die Low-Katalysatoren, weil die jetzt auch nicht so viel besser ist von den normalen Katalysatoren. Also von 9 auf 10 die Wahrscheinlichkeit mit einem Low ist 0,5 und mit einem High oder mit einem normalen Katalysator ist 2%. Und ja, im Endeffekt ist es immer so ungefähr das 3- bis 4-fache ist die Chance für den Katalysator. Am Ende, am Anfang ist es ein bisschen weniger. Und ja. Dann ist es so, dass das Pity-System hier nicht applied wird. Und die Seashells gehen kaputt, wenn man keine Products benutzt. Also wenn man jetzt einfach upgraden würde mit den Katalysatoren, dann kann es einfach kaputt gehen. Und wenn man das vermeiden will, muss man jetzt Scroll of S-Product oder Low S-Product benutzen. Und bei Low S-Product ist es aber auch ganz normal wie bei Rüstungen, das Upgrade-Level verringert sich dann. Genau. Und was man dann damit machen kann, mit den Seashells, die man geupgradet hat, ist, man kann das Ganze eintauschen. Was gibt es zum Eintauschen? Es gibt ein 10% Speed-Set, dafür braucht man alle 3 Seashells plus 10. Kann man sich also, glaube ich, gut ausrechnen, ob sich das lohnt. Dann das gleiche Set, nicht als Speed-Set, sondern nur als normales Skin-Set, gibt es auch noch für plus 8 oder plus 9 Red Seashell. Das Surfboard müsste ein Fluggerät sein, ein Flugmount. Gibt es für die Yellow Seashell plus 8, 9. Und das CS-Pad gibt es auch für plus 8, 9 von der Blue Seashell. Und für alles andere kann man ab plus 4 sich Annas Giftbox eintauschen. Also plus 4, 5, 6, 7 kann man sich die Annas Giftbox eintauschen mit einem mit einem Eintauschlimit. Also maximal 3-mal pro Charakter. Und bei plus 7 kriegt man die Box 4-mal, bei plus 6 kriegt man die Box 3-mal, bei plus 5 2-mal, bei plus 4 1-mal. Und für 1, 2, 3 Upgrades kriegt man überhaupt nichts. Also Seashell muss mindestens plus 4 geupgradet werden, um eine Belohnung zu bekommen. Alles unter plus 4 gibt keine Belohnung. Und das waren die Belohnungen fürs Eintauschen. Und in der Annas Giftbox, was befindet sich darin? Also schon mal mit einer ziemlich krassen Wahrscheinlichkeit, zu 56% bekommt man einfach nur Materials, und zwar auch nur 100 Stück. Dann gibt es Pet Candies mit einer auch sehr hohen Wahrscheinlichkeit hier, wenn man alle Pet Candies zusammenrechnet, und der Pet Candy, der am meisten wert ist, ist A. B ist auch nicht schlecht, aber A ist natürlich hier der Hauptgewinn. Der hat leider nur eine 1% Chance. Die anderen zusammen haben, ich glaube, fast eine 30% Chance. Oder 30%. Und das heißt, 86% sind einfach nur Pet Candies, die nicht Pet Candy A sind, und Materials. Und dann hat man auch die Chance auf Weapon Piercing Card Box C, Vital Drink Brieftasche Holz, Scroll of Return Town. Und ich weiß nicht, der Hauptgewinn in der Box, würde ich fast behaupten, ist wahrscheinlich Scroll of Resurrection. Vielleicht Power Scroll, wenn man die braucht. Ja, und das war's. Außerdem hier ein Hinweis: Alle nicht benutzten Event-Items werden entfernt, nachdem das Event endet. Also sollte man alles benutzen, während es halt noch möglich ist, also bis zum 18. September. Außerdem braucht man auch nicht auf Upgrade-Events warten, weil alle Event-Upgrades von dem Event sind nicht von Wochenend-Upgrade-Boost-Events beeinflusst. Das heißt, wenn es ein Upgrade-Event stattfindet, dann beeinflusst das nicht die Upgrade-Chancen von den Sea-Shells bzw. den Katalysatoren. Und ja, das ist das Event. Wie gesagt, der größte Manko meiner Meinung nach ist, dass es so lange geht. Ich mag einfach keine Events, die über 4 Wochen gehen. Ich finde, 4 Wochen ist schon unfassbar lange. Geschweige denn 5 oder in dem Fall 6 Wochen. Das ist einfach zu viel. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich hier hauptsächlich mitnehmen kann. Was man jetzt von dem Event hält oder nicht, muss jeder für sich wissen. Ich denke halt, viele werden sich über das Crab Meat freuen.
Aber das mit den Upgrades ist halt, ja, reines Glücksspiel und dass man dafür Products braucht, ist natürlich auch ein bisschen crazy, weil es ja nur ein Event ist, in Anführungszeichen, und seine Products will man eigentlich ja für normale Upgrades aufheben. Gut, Low-S-Product okay, aber mit Low-S-Product schafft man es halt auch einfach nicht auf plus 10. Plus 8, vor allem auf dem FEC-Server. Achso, ne, wobei die Upgrade-Chancen sind gedeckelt. Das dürfte kein Unterschied sein, ob man auf FEC upgrade oder nicht, nevermind. Aber ja, plus 8, 9, okay, also vor allem plus 8, ja, das kann man auch schaffen. Aber plus 10 mit Low Products, selbst wenn du es schaffst, ist die Frage, wie viele Low Products hat dich das gekostet und war das dann wirklich günstiger, als wenn du einfach richtige Products benutzt hättest? Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass das so ist. Ja, das waren auf jeden Fall die News von heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Genshin Live Universe Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.